Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir schauen uns an, die zeitnahste Energie fürs Kollektiv bedeutet, welche Energien sind verfügbar für eine bestimmte Gruppe in den nächsten 72 Stunden. Und ich bin gespannt. Okay, etwas könnte mit Hindernissen und Blockaden einhergehen. Es kann hier ganz speziell das Thema Freundschaft betreffen, Liebe, Beziehung. Möglicherweise geht es hier auch so ein bisschen um Blockaden in der Kommunikation oder man erwartet vielleicht eine Nachricht und jemand meldet sich nicht. Natürlich auch eine Zeit, bei der man über diese Hindernisse hinauswachsen kann. Für viele zeigen sich Kreisläufe und auch die Möglichkeit, eine Situation zu beenden, die einfach nicht mehr stimmig ist oder die immer wieder blockierendes Element Intus hat. Der jetzt schon wieder sehr speziell. Ich weiß nicht, ob ihr alles sehen könnt. Hier geht es nämlich um Beziehungen, die mehr Harmonie brauchen. Es geht um den Konflikt, den man mit dem Beziehungsleben hat. Hier speziell sieht man entweder Kinder oder Freunde, die es betreffen kann. Manche haben hier vielleicht auch so diese lose Beziehungen und wünschen sich da mehr Verbindlichkeit und Harmonie. Irgendwas wirft hier auch Zweifel auf. Man hat so dieses Gefühl, dass es unstimmig ist, dass es verstrickt wirkt, dass immer wieder Ereignisse kommen oder auch Gespräche, bei denen man sich nicht so richtig wohlfühlt oder selbst denkt, das gibt's doch nicht, das ist doch so verstrickt und endet immer wieder im gleichen Konflikt oder im gleichen Kreislauf. Einsteils liegt hier die Angst, irgendetwas zu verändern oder die Befürchtung, einen neuen Weg zu gehen, würde keinen Erfolg bringen. Andererseits hat man hier auch so langsam die Nase von etwas voll. Das kann ja auch für lange Zeiträume stehen, langfristige Beziehungen, lange Hindernisse, lange Blockaden. Immer wieder die gleichen Dinge, die auf einen zukommen. Da kann man auch die Personen auswechseln. Habt ihr wieder das gleiche Szenario? Und ich habe das Gefühl, dass es hier sehr, naja, das hört sich jetzt blöd an, aber ich sage es trotzdem. Es geht darum, sich zu trennen von Dingen, die nicht mehr stimmig sind. Es geht darum, auch die Unwahrheit zu entlarven. Es kann hier schon sein, dass hier bei manchen das Gefühl ist von, ich werde hier angelogen oder etwas wird mir bewusst verschwiegen. Das kann auch eine Selbsterkenntnis sein, wo man so denkt, ich habe mich selber angelogen, ich habe mir was vorgemacht. Möglicherweise hinterfragt man hier auch sowieso die Beziehungen an sich oder wo man in der Liebe oder in der Verbindlichkeit zu viel Distanz hat, anstatt Nähe. Ne? Das Gefühl, hier alles allein wuppen zu müssen, obwohl man zu zweit ist, könnte für einige auch interessant werden. Und man hinterfragt so ein bisschen die Wertigkeit. Das hatten wir irgendwie so ähnlich schon mal, ich glaube, im Portaltage-Orakel. So, dann haben wir hier eine mordsmäßige Intuition und Klar- und Hellsicht liegen. Das heißt, hier macht sich was auf den Weg, was man schon länger mal vermutet hat, was immer so aber wieder weggedrängt wurde, aber jetzt hochbluppen kann. Man spürt es schon, in welchem Bereich es sein kann. Was ich auch hier habe, dass ihr oder wir hier in der Ebene haben wir hier gute Nachrichten.
Die können hier die Finanzen betreffen, Verträge im häuslichen Bereich oder auch die Arbeit. Gute Bewegung, Fundament im Arbeitsbereich, wo vorher Hindernisse waren. Etwas kommt wieder mehr in den Fluss und kriegt dann auch wieder Beständigkeit und Wachstum. Es kann aber hier auch sein, dass sich so Langeweileprozesse eingeschlichen haben, die jetzt so ins Bewusstsein kommen, ne? Blockiert durch Langeweile. Also keine Action, keine außergewöhnlichen Sachen. Ist alles eine Zeit lang mal schön, aber irgendwann wird es langweilig und auch das kann sich hier zeigen. Ich habe hier zwischen den Personen eigentlich ein gutes Fundament, gute genesende Qualität, auch wenn man darüber redet. Wenn man da, wo man vorher nichts gesagt hat, vielleicht sich auch mal ausdrückt. Ich habe hier Gespräche, die Klarheit bringen, Gespräche, die gute Energie bringen. Fang vielleicht auch mal selbst an zu sprechen, um so einer gewissen Langeweile auch zu entfliehen. Es kann ja auch sein, dass man mit seinem Partner viel zusammen mit dem Thema Arbeit, Haus, häuslicher Bereich zu tun hat. Die Finanzen liegen hier sehr schön, ne? Man hat hier am Geld das Kleeblatt dran. Und an sich hier auch eine gute Nachricht über das Thema Geld, Finanzen. Es kann ja auch so sein, dass etwas Finanzielles, was gestockt hat oder blockiert war, hier wieder in Kürze in den Fluss kommt. Mit dem Kleeblatt haben wir auch die recht kurze Energie von 2 Tagen dabei. Für einige ist es hier möglich, mit der Vergangenheit Frieden zu schließen. Oder auch mit einem Thema, das mit Geld zu tun hat, die Geldfinanzen in der Vergangenheit, wo irgendwie etwas offen war. Können hier auch die Gelder der Familie sein. Das Thema unabhängig sein kann hier auf den Tisch kommen. Und das passt echt gut, denn was sich hier spiegelt, ist eine Energie, die einfach sagt, auch wenn ich jetzt hier keine Freundschaften pflege, die mir nichts bringen oder wo es gibt eben Zeiten, längere Zeiten, da hat man so Weggefährten, die gehen immer mit und irgendwann kommt man an den Punkt, wo man denkt, man hat davon nichts mehr oder es gibt Unstimmigkeiten oder man dreht sich im Kreis oder man fühlt sich eher belastet durch so einen Menschen als frei. Und man hat vielleicht selber das Gefühl, das dürfte nicht so sein. Und dennoch kann man dieses Gefühl auch nicht wegdrücken, weil man ja schon lange, lange liiert ist, zusammen ist. Es hat sich so eine Art auch Abhängigkeit voneinander gezeigt. Und hier hat man aber so diesen Pendant, dass man mit allem verbunden ist und unabhängig trotzdem sein kann, auch wenn man es nicht pflegt. Das Alleinsein ist für mich so dieses Gefühl, wo man einfach weiß und spürt, ich bin mit allem verbunden, es ist alles okay, das Leben dreht sich, ich habe meine Aufgaben, aber es reißt mich jetzt nichts raus aus meinem Grundstock, den ich mir aufgebaut habe, ne? Also dieses Fundament ist nicht auf Sand gebaut oder brüchig und das ist hier eine tolle Sache. Gucken wir mal, was hier noch mitkommt für die nächsten 72 Stunden. Ja, Transformation, Umwälzung und Schatten zeigen sich hier vor allem im Bereich der Freundschaften, der Beziehungen, die, ich sag mal, lose sind, wo man sich mehr erhofft hätte an Verbundenheit.
Und wir haben dann mit der Vollmondqualität auch etwas zum Abschluss bringen, ne? Seine eigene Leidenschaft entwickeln und eine bestimmte Kraft, die auch am Wirken ist. Und wenn sich etwas umwälzt, zeigt sich das zumeist als Hindernis oder Blockade, sonst würden wir es ja auch gar nicht erkennen können. Okay, was kriegen wir hier noch? Guckt mal. Die Umwälzung zum Glücklichsein. Wir haben hier den Sieg. Wir werden hier irgendwie, wir haben hier die guten Nachrichten. Wir werden hier irgendwie spüren, was wir zum Glück brauchen. Alleinsein ist für mich ein Teil des Glücks. Wir haben hier Feuerenergie und wir haben hier Luftenergie und wir werden in irgendeinem Punkt das Gefühl haben, dass wir einen Sieg errungen haben im Leben durch Überwinden von Hindernissen und Blockaden und auch vielleicht einer gewissen Resilienz. Ihr Lieben, bitte bedenkt, es ist ein Kollektivorakel, das kann nicht alle treffen, das sind die Themen, die hier rauskommen. Und im weitesten Sinne geht es auch noch darum, dass man hier Verantwortung für sein eigenes Leben übernimmt und die Bereiche zeigen es einem halt auf, in welchem es sein könnte. Wir haben hier die Qualität der Sonne, die Sterne, ne? Der Schlüssel, alles liegt so beieinander, verbunden auch mit den Nachrichten. Vielleicht hast du auch auf eine Nachricht lange gewartet oder es hat sich lange nichts getan. Und hier kommt sie und hier kommt dann die Umwälzung zu deinem Glück oder zu deinem Abschluss. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.